Ja, heute bin ich hier im Hunsrück unterwegs und besuche einen Windpark, ja, den ich eigentlich schon seit fast 10 Jahren besuchen will, seitdem er errichtet wurde, und habe es seitdem aber leider nicht geschafft. Ja, heute ist es endlich soweit. Heute besuche ich den Windpark Sohnwald bzw. Ellern. Ein echtes Highlight hier in Rheinland-Pfalz neben dem Schneeberger Hof, wenn nicht sogar noch ein größeres Highlight. Ja, hier steht nämlich ein Waldwindpark mit E126 EP8 in dieser Form, ja, echt einzigartig. 2012 entstanden, so mit dem Wechsel der rot-grünen Landesregierung in Rheinland-Pfalz, sind hier die Windräder ja richtig aus dem Boden geschossen, buchstäblich. Und ja, der Windpark Sohnwald war echt eins der Megaprojekte hier mit den E126 EP8. Hier stehen insgesamt 5 E126 EP8, 7,5 Megawatt. Also ist auch, glaube ich, einer der leistungsstärksten Windparks in Süddeutschland. Ich glaube mit 54,5 Megawatt, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Da stehen 2. E101 stehen auch noch 6 Stück. Da ist die dritte E126, die vierte und hier drüben steht die 5. Absolut krass, solche Giganten an einem Mittelgebirgsstandort zu errichten. Die E126 auf dem Schneeberger Hof war ja die erste und danach kam dann dieser Windpark hier. Schon krass, also das gibt es so in dieser Form gar nicht. Ja, und hier drüben auf dem Nachbarberg, dem Kandrich, geht es weiter. Da ist auch nochmal ein richtig großer Windpark. Der Windpark Kandrich, da stehen 13 E101, 2 E70 sind dabei und eine E66. Ne, 2 E66, eine E70 auf dem Hügel und die E101 stehen drumherum. Das ist, glaube ich, zeitgleich mit diesem Windpark hier entstanden. Also ja, so Anfang der 2010er wurde hier richtig viel gebaut im Hunsrück. Ich werde jetzt gleich mal hoch zum Hochsteinchen laufen, so heißt der Berg, wo die Anlagen hier stehen. Und da hat man bestimmt eine richtig geniale Übersicht auf den ganzen Hunsrück und die ganzen Anlagen, die dort stehen. Da freue ich mich jetzt echt drauf. Wetter ist richtig geil. Leichte Brise, ist jetzt nicht super windig, aber ziemlich heiß heute. Anlagen laufen nur sehr langsam. Aber ich habe auf jeden Fall die Drohne am Start und ja, das werden hoffentlich richtig geile Aufnahmen. Ja, dann sehen wir uns gleich oben auf dem Hochsteinchen. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von der westlichsten Anlage. Ist auch die Anlage, die am niedrigsten liegt. Die Anlagen sind alle so ein bisschen treppenartig auf dem Höhenrücken platziert. Wahnsinn! Die Anlage ist einfach nur gigantisch. Ich stand ja jetzt schon ein paar Mal unter der E126 auf dem Schneeberger Hof, aber es ist immer wieder ein Highlight. Ja, das hier ist jetzt die zweite E126, unter der ich stehe. Wahnsinn! Und es ist einfach so perfektes Wetter heute. Das macht das Ganze nochmal geiler. Also das Projekt ist schon echt außergewöhnlich. Also an einem Mittelgebirgsstandort solche riesigen Anlagen zu bauen. Ist ja jetzt auch keine, ja, Schwachwindanlage, sage ich jetzt mal. Also
hat ja nur 126 Meter Rotor. Da gibt es ja mittlerweile schon deutlich größere Durchmesser. Aber das war damals halt so die größte Windkraftanlage der Welt. Und da hat sich Juvi gedacht, ja, stellen wir doch hier gleich mal 5 Stück von der hin. Ja, hier sieht man jetzt auch schon welche von den anderen. Die stehen nämlich alle so schön in einer Reihe. Hier hinten sieht man jetzt noch 2 andere E126. Mega geil! 5 Stück in einem Windpark und dann auch noch im Wald. Einfach einzigartig. Richtig cool. Da hinten dran ist, glaube ich, auch noch eine. Hier sieht man eine E101 durchgucken. Ja, wenn ich ganz oben bin, bei der östlichst gelegensten Anlage, die am höchsten steht, da gibt es einen Aussichtsturm. Da hat man dann nochmal eine tolle Aussicht auf den ganzen Park. Ja, das Projekt hier war auch ja, extrem umstritten. Also hier gibt es auch immer noch eine Bürgerinitiative. Ja, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Windkraftfreier Sohnwald oder so ähnlich. Die das Projekt stark kritisiert hat. Ja, mittlerweile ist es 10 Jahre her. Da ist schon wieder gut Gras gewachsen über die ganze Sache. Ja, mittlerweile hat man sich wahrscheinlich dran gewöhnt. Es gibt wahrscheinlich Leute, die sich da nie dran gewöhnen werden, aber ich finde, es integriert sich einfach ja, super gut in die Landschaft. Ja, gerade eben habe ich so ein bisschen Rüffel bekommen, weil ich so einen Feldweg hochgefahren bin, wo anscheinend immer Touris hinfahren, nur um die Windräder zu fotografieren. Habe ich von einem Landwirt ein bisschen Rüffel gekriegt, habe dann aber schnell mein Video gemacht und bin dann wieder weitergefahren. Also von den Ausmaßen und Dimensionen ist die Anlage, die E126 EP8, einfach ungeschlagen. Die EP3 und EP5 mit ihrem Mini-Maschinenhaus kommen da nicht gegen an. Richtig geil. Ja, ich werde jetzt mal mit der Drohne fliegen, ein paar geile Aufnahmen machen und ja, werde dann auf jeden Fall bei den anderen Anlagen vorbeilaufen und dann auch ganz nach oben bis zum Gipfel, zum Hochsteinchen. Von da aus hat man nämlich die beste Aussicht. So, ich stehe jetzt hier nochmal hinter einer Anlage. Ich glaube, es ist die dritte, also die in der Mitte von den 5. Da sieht man nochmal das fette Ei von hinten richtig gut. Das ist einfach so Wahnsinn. Da würde ich echt gern mal daneben stehen und mal sehen, wie riesig dieses Teil ist. Ja, ich habe es schon erwähnt, es ist ein Projekt von Juvi zusammen mit Verbund. Ich weiß nicht, Verbund, ob das der Betreiber ist. Ist mir jetzt nicht bekannt, aber es ist auf jeden Fall ein gemeinschaftliches Projekt. Wahnsinn. Und die Anlagen laufen echt super leise. Also man kann hier trotzdem noch richtig schön wandern. Es tut dem Wandererlebnis jetzt keinen Abbruch. Also die Vögel und ja, Flugzeuge hier drumherum sind wesentlich lauter als die Anlagen. Die hört man nur ganz leise summen. Boah, sieht einfach so geil aus, wie es so schön grazil läuft. Eine Anlage dieser Dimension, mit diesen Dimensionen, mit ja, 160, 170 Rotordurchmesser, hätte ich einfach richtig gerne gesehen. Das ist jetzt einfach nicht vergleichbar mit der neuen Inacell. Einfach nicht so beeindruckend, die neue Inacell. Das hier ist einfach ein ganz anderes Kaliber. Auch die Blätter mit den HKS gefallen mir wesentlich besser als die neuen Blätter. Ja, hier hat allerdings, glaube ich, schon mal ein Großkomponententausch stattgefunden. Also die Narbe war komplett unten und man hat irgendwas ausgetauscht. An der Narbe, glaube ich,
Rotorblätter hat man, glaube ich, auch schon mal repariert. Bin mir jetzt nicht genau sicher, was es jetzt war, aber die Anlagen hatten auf jeden Fall schon mal einen Großkomponententausch. Naja, aber jetzt laufen sie wieder. Ah, jetzt dreht sich gerade das Maschinenhaus schön. Da sieht man nochmal besser. Auf der einen Seite steht Juvi, auf der anderen Seite steht Verbund. Richtig cool. Also für so einen schwachen Wind laufen die eigentlich relativ gut heute. Überrascht mich eigentlich. Aber die Anlage auf dem Schneeberger Hof, die läuft auch immer sehr zuverlässig. Auch wenn relativ wenig Wind geht. Naja, ich werde jetzt mal weiterziehen. Laufen wir zum Aussichtsturm und genießen von da mal noch die Aussicht. So, habe jetzt hier nochmal angehalten. Hier sieht man jetzt nochmal schön eine von den E101. Die hat man jetzt gar nicht so gesehen. Die E126 stehen nämlich alle so auf dem Kamm und die E101 stehen alle so ein bisschen unterhalb des Kamms. Ja, sind auch noch E101 der älteren Generation. Haben noch keinen Kühler oben drauf, sondern der Kühler ist noch hinten am Ende des Maschinenhauses. Gefällt ja manchen Leuten besser. Ich finde eigentlich die mit Kühler oben drauf cooler. Ja, und ich habe hier nochmal angehalten, weil hier hat man schon mal einen richtig krassen Blick in den Hunsrück und die ganzen Windparks, die da stehen. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Von oben sieht man es wahrscheinlich noch mal krasser, aber da stehen schon echt verdammt viele Anlagen. Also so um die 2010er rum wurden da so viele Anlagen errichtet. Also das ist echt ein Hotspot hier in der Region Hunsrück. Sohnwald, richtig krass. Ja, von oben sieht man es wahrscheinlich noch mal besser. Nur hier schon mal ein kleiner Eindruck davon. Ja, hier ist jetzt die vierte E126 EP8. Sieht auch so geil aus in dem Wald. Also das ist echt einzigartig. Und da drüben ist eine E101 nochmal. Ja, ich werde jetzt weiterlaufen zum Aussichtsturm. So, ich stehe jetzt hier nochmal unter der E126, die ganz oben auf dem Gipfel steht des Hochsteinchens in der Nähe vom Aussichtsturm. Und es ist einfach echt immer wieder beeindruckend, unter diesem Gigant zu stehen. Einfach ungeschlagen von den Dimensionen. Absolut Wahnsinn, wenn die riesigen Rotorblätter hier vorbeizischen. Ja, Juvi traut sich immer an besonders krasse Projekte ran. Die E126 auf dem Schneeberger Hof, damit ging es ja los, 2010. Und ja, dann hat man noch eine Schippe draufgelegt und dachte sich, ja, lass uns doch mal einen ganzen Windpark mit den Anlagen im Wald bauen. Schon echt einzigartig, so eine Riesenanlage an so einen Mittelgebirgsstandort zu bringen. Das war, ja, schätze ich mal, auch für Enercon eine ganz neue Erfahrung und eine Herausforderung vor allen Dingen. Aber sie haben es gemeistert. Einfach echt eine geile Anlage, die E126 EP8. Schon krass, dass es die jetzt leider nicht mehr gibt. Und auch das Ei, dass es das Ei nicht mehr gibt. Das war echt charakteristisch Enercon. Aber eine Anlage mit diesem Konzept Ei und den HKS hätte ich echt gerne nochmal eine Nummer größer gesehen. Als E190 oder so. Aber daraus wird leider nichts.
Laut einer Conlider Container. Gucken, was auf der Seriennummer steht. Nummer 44 ist es. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie viele Anlagen es von diesem Typ bundesweit gibt. Aber ja, auf jeden Fall cool, dass hier in Rheinland-Pfalz 6 Stück davon stehen. Habe ich jetzt alle 6 besucht und die nächsten stehen dann irgendwo in Sachsen-Anhalt, schätze ich mal, Sachsen. Hinten ist der Aussichtsturm, da gehe ich jetzt gleich hin. Ja, ich dachte eigentlich, dass man hier eine ganz gute Rundumsicht hat, aber man sieht vor lauter Bäumen die Windräder nicht. Hier ist eine E101, aber ja, von den anderen Anlagen sieht man jetzt leider gar nicht so viel. Alle hinterm Wald versteckt. Naja, dafür habe ich ja auch die Drohne dabei. Ja krass, die sind jetzt schon 10 Jahre alt. Wurden damals gebaut, als ich gerade im Studium angefangen habe. Und ja, wollte immer mal hierher und ja, freue mich, dass ich es heute endlich mal geschafft habe. Sieht echt sehr grazil aus, wie der Rotor hier vorbeizischt. Könnte ich echt den ganzen Tag beobachten. Naja, ich werde jetzt mal ja, zum Aussichtsturm laufen. Mal gucken, vielleicht ist ja die Aussicht von da etwas besser. So, ich habe jetzt hier den höchsten Punkt im Windpark erreicht, den Aussichtsturm auf dem Hochsteinchen. Ja, der Turm ist jetzt leider gar nicht so hoch, wie ich gehofft hätte, dass man komplett über die Baumwipfel schauen kann, aber trotzdem eine geile Aussicht. Ja, ich stehe jetzt hier direkt unterhalb von der E126 EP8, die am höchsten steht. Richtig geil. Ich hoffe, man sieht's. Ist leider direkt in die Sonne gefilmt. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass man von hier aus den gesamten Park sieht, aber ich glaube, die Bäume sind einfach ein bisschen zu hoch. Da sieht man noch 2 andere E126 und die anderen liegen zu niedrig, als dass man sie von hier aus sehen kann. Da sind 2 Stück und da sieht man jetzt noch ein paar E101. Und ja, hier am Hang steht auch noch eine E101, die glaube ich auch noch dazu gehört. Liegt wesentlich niedriger als die anderen Anlagen. Ja, und hier nochmal eine tolle Sicht in den Hunsrück. Ja, es ist echt ein bisschen schade, dass die Bäume so hoch sind, weil sonst hätte man noch viel, viel mehr gesehen. Aber da sieht man schon ganz gut, ja, wie viele Anlagen da stehen. Ich fange jetzt gar nicht an zu zählen, sonst werde ich heute nicht mehr fertig, aber da stehen auf jeden Fall jede Menge. Keine Ahnung, was das alles für Windparks sind. Kenne ich mich nicht so aus hier in der Region. Ja, und hier hinterm Wald eigentlich, da ist es eigentlich noch mal krasser. Da stehen jede Menge Windparks, auf der Herfahrt gesehen. Ja, von hier aus sieht man jetzt auch schön den Windpark Kandrich. Da stehen jede Menge E101 Anlagen, habe ich ganz am Anfang schon mal gezeigt. Und ich meine sogar, dass das der Prototyp des 149 Meter Turms für die E101 war. Habe ich irgendwo mal gelesen. Die
das war E66 und die E70, das sind die ältesten Anlagen. Und dann hat man noch 13 E101 drumherum gebaut. Schon krass. Da drüben ist auch noch eine E101. Ja, was man hier jetzt nicht sieht, also zu dem Windpark Sohnwald gehören dann nochmal 5 E101. Die sind jetzt leider hier hinterm Wald, die sieht man jetzt nicht. Also insgesamt sind es 16 Anlagen hier im Park und im Internet steht was von 70,5 Megawatt Gesamtleistung. Das ist schon echt eine ganze Menge. Aber klar, mit so leistungsstarken Anlagen wie den E126 GP8 hier geht das schnell. Geil, ey, da könnte ich den ganzen Tag stehen und beobachten. So, ich habe jetzt hier nochmal für euch angehalten, um euch mal zu zeigen, wie krass das hier im Hunsrück ist, wie viele Windkraftanlagen hier stehen. Das ist echt so das Paderborner Land von Rheinland-Pfalz, sage ich jetzt mal. Das ist schon echt verdammt krass. Größtenteils neuere Anlagen, so um die 2010er Jahre entstanden. Nicht so viele alte Anlagen, aber trotzdem verdammt krass. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, was das alles für Windparks sind, aber super viel Enercon und Senvion bzw. Repower. Hier rechts von mir stehen Senvion-Anlagen und Enercon. Da hinten auch nochmal Senvion. Ja, und ich schwenke jetzt einfach mal 360 Grad, damit ihr mal seht, wie viele Anlagen hier stehen am Horizont. Alles Enercon. Da wieder Senvion. Richtig krass. Also sehr viel E82, E92 und Senvion 3.2M, 3.4M. Da auch noch ein paar kleinere E70. Da hinten geht es weiter. Das ist richtig krass. Das ist echt ein richtiger Hotspot der Windkraft hier im Hunsrück. Schaut euch das an. Wahnsinn. Boah, ist das krass. Da ist auch nochmal alles voll mit Enercon. Wahnsinn. So krass habe ich das echt noch nie gesehen. Da hinten ist dann Schluss, aber wenn ich die ganzen Anlagen hier zählen wollen würde, dann würde ich heute nicht mehr fertig werden wahrscheinlich. Ja, und von hier aus sieht man dann auch noch mal etwas weiter hier hinten den Windpark Kandrich. Den ich vom Hochsteinchen aus gesehen habe. Da stehen die ganzen E101. Ja, und dann jetzt hier nochmal ein schöner Blick auf den Windpark Sohnwald, Ellern. Das ist schon echt ein richtig geiler Windpark. Es ist echt ein richtiges Highlight hier in Rheinland-Pfalz. Ja, cool, dass ich es jetzt endlich mal geschafft habe, den Park zu besuchen. Ich habe auch ganz tolle Drohnenaufnahmen gemacht. Die folgen dann im Anschluss. Könnt ihr euch drauf freuen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haltet die Ohren steif. Und dann sehen wir uns im nächsten Video vielleicht. Macht's gut und bis bald.